Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Selbstverständlich ist Ihnen das neue Intro schon aufgefallen. War nicht so einfach für mich, da ich nicht unbedingt der eleganteste EDV-Professor bin, aber ich habe mir Mühe gegeben, ist halbwegs gut geworden. Mir gefällt es, ich hoffe, Ihnen auch. Ja. Kommentare, liebe Zuseher. Ich sage Ihnen was, ich bekomme recht viele E-Mails von Ihnen, mit vielen Zusehern auch auf WhatsApp in Kontakt. Häufig geht es ums Thema Kommentare. Ich werde oft gefragt, auch heute noch, früher und auch heute noch, weshalb deaktivierst du die Kommentarfunktion bei deinen Videos? Ich werde es jetzt nochmal erklären. Ich habe es schon erklärt und ich werde es auch in Zukunft bei kommenden Videos nochmal erklären. Lieber Zuseher, ich sage Ihnen was. Kennen Sie die Serie Unsere Hunde? Sie wissen schon, diese kleine Serie, wo ich die Hunde meiner Zuseher vorstelle. Da ist ja nirgends die Kommentarfunktion deaktiviert. Ich habe selbstverständlich hier einen Filter aktiviert, der mir anstößige Kommentare anzeigt, bevor sie öffentlich geschaltet werden. Ja, ich kann die dann vorher löschen oder zulassen. Was ich Ihnen jetzt sage, werden Sie mir vielleicht nicht glauben, aber ich garantiere Ihnen, dass das der Wahrheit entspricht. Allein bei dieser Serie, wo die Kommentare aktiviert sind, haben Sie bei jedem zweiten Video mindestens einen Schwachsinnigen dabei, der die Hunde meiner Zuseher auf Übelste beleidigt. Weshalb die das tun, diese Leute, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich das als Hobby gemacht, auf irgendwelchen YouTube-Kanälen schwachsinnige, dumme, idiotische Kommentare niederzuschreiben. Das Problem ist jetzt nicht, dass Sie das sehen, denn das tun Sie nicht. Oder? Ich sehe den Kommentar vor Ihnen, wenn er anstößig ist. Doch ich sehe ihn. Und derartige Dodel-Kommentare ärgern mich 10-mal mehr, als mich 10 tolle Kommentare von Ihnen freuen. Das möchte ich mir nicht antun. Ich interagiere weiterhin mit meiner Community über meine E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanalinfo oder über WhatsApp. Ja, so viel zu den Kommentaren. Nun zum heutigen Video. Ich habe es heute mal wieder auf ein etwas wuchtigeres Geschütz abgesehen, auf den Fila Brasileiro. Diese fantastische Hunderasse habe ich schon mal gebracht. Das Video habe ich gelöscht, weil ich ihn etwas polierterer Form nochmal bringen wollte. Erzählen Sie. Vito geht seiner Arbeit nach. Ich finde mich hier gerade im Garten, also am Grundstück meiner Eltern. Irgendjemand wagte es, vor dem Eingang zu sprechen. Ja, der Fila Brasileiro, für mich der ultimative Molosser, aus verschiedensten Gründen, anatomisch wie auch wesenstechnisch. Typischer geht's gar nicht. Ja? Doch sehen wir uns zuerst mal an, woher dieser Hund kommt. Im 16. Jahrhundert, als die portugiesischen und spanischen Eroberer in Amerika eingetroffen sind, hatten die verschiedene Typen von Hunde mit. Jagdhunde, Kriegshunde, Hütehunde und so weiter. Man geht heute davon aus, dass der Fila Brasileiro aus Kreuzungen aus Kriegshunden, also Mastiffs, Bloodhounds, Jagdhunden und Bulldogs entstanden ist. Glaubt man fest. Diese Hunde hatten hauptsächlich die Aufgabe, Plantagen zu beschützen, vor Eindringlingen, also Zweibeinigen, aber auch vor dem Jaguar mussten sie diese beschützen. Und nicht nur beschützen, sie jagten auch den Jaguar. Sie wurden als Jäger für die Jaguarjagd verwendet. Allerdings dürfen sie sich die Jagd eines Filas oder einer Meutefilas auf den Jaguar nicht vorstellen wie die Jagd einer Meutehunde auf das Wildschwein. Also die fungierten da nicht als Packer. Das wäre deren Todesurteil gewesen. Wir wissen, ein Jaguar ist einer der kräftigsten Raubkatzen der Welt. Was aber Fakt ist, er hat den härtesten Griff, den härtesten Biss aller Katzen auf der Welt. Nein, die trieben den Jaguar zur Flucht. Der bäumte irgendwo auf und dann kamen die Jäger und schossen den. Außerdem war er sehr dafür geeignet, entlaufenes Vieh wiederzufinden. Die Nase, die er vom Bloodhound vererbt bekommen hat, zeichnete sich hier aus. Doch nicht nur entlaufenes Vieh.
Muster wiederfinden. Auch entflohene Sklaven. Und hier schreibt man auf vielen Seiten, man kann oft lesen, man hört auch, der Fiehler hat einen entlaufenen Sklaven selbstständig aufgespürt, eingeholt, gepackt und nach Hause gebracht. Liebe Zuseher, das bezweifle ich. Also das war höchstwahrscheinlich eine extrem grausame Geschichte, bei welcher der arme, entflohene Mensch, der Sklave, fürchterlich hergerichtet wurde, also verletzt wurde, geschrien hat, der Hund ihn gepackt, gezehrt, geschüttelt hat und so weiter. Also sicher auch einige zu Tode gekommen sein, die anderen eventuell, ich weiß nicht, wie da mit diesen Hunden gearbeitet wurde, aber hört sich oft ziemlich, wie soll ich sagen, banal an. Ja, vieler hat die Sklaven den Entflohenen gefunden, gepackt und nach Hause gebracht. Also ganz so war es nicht da. 1946 wurde der erste Rassestandard für diesen herrlichen Hund niedergeschrieben und 1960 wurde der Fila Brasileiro vom FC offiziell und endgültig als Hunderasse anerkannt. Sehen wir uns mal den Standard etwas näher an, ganz kurz. Also wir sprechen bei diesen Hunden von Schulterhöhen bis zu 75 cm. Allerdings ist es in der Praxis ein klein wenig anders. Ich stand schon vor Filas mit über 80 cm Schulterhöhe. Doch im Schnitt pendeln wir uns Hündin und Rüde bei dieser Hunderasse ein von etwas unterhalb von 70 cm Schulterhöhe bis etwas überhalb von 70 cm Schulterhöhe. Hündinnen weisen mindestens 40 Kilo an Gewicht vor, Rüden mindestens 50 Kilo. Eine Grenze nach oben hin gibt es nicht wirklich. Man sagt hier immer, das Gewicht des Filers sollte sich gut mit dessen Schulterhöhe arrangieren. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, was man bei dieser Hunderasse betont verlangt, ist, dass Hündinnen klar femininer rüberkommen sollen, erscheinen sollen als Rüden. Das ist bei den meisten Hunden so. Doch bei sehr kleinen Hunderassen ist oftmals zwischen Hündin und Rüde anatomisch kein Unterschied. Ja? Die haben dieselbe Größe, dasselbe Gewicht, dieselbe Muskulatur. Je größer die Hunde werden, desto mehr grenzt sich hier zumeist die Hündin vom Rüden ab. Beim Fila soll das allerdings, also wird gefordert, dass das sehr deutlich ist. Dass man sofort erkennen kann, das ist eine Hündin, das ist ein Rüde. Es gibt einige Besonderheiten, die diese Hunderasse auszeichnen. Beginnen wir am besten, sehen wir uns mal den Kopf an. Ziemlich geringer Stopp. Sie wissen schon, Oberkopf, Stopp, Fang. Dieser Stopp ist beim Molossern, bei typischen Molossern, häufig sehr markant ausgeprägt. Da spricht man vom markanten Stopp. Beim Fila allerdings ist er sehr gering ausgeprägt. Allerdings nicht so gering wie bei einem Bullterrier, der einen absolut fehlenden Stopp vorweist. Ja, also das typische, Sie wissen schon, das bekannte Downface beim Bullterrier, wo der Oberkopf mit dem Fang in einer Linie übergeht. Ja, das ist beim Fila nicht derartig stark ausgeprägt, aber er hat einen sehr gering ausgeprägten Stopp. Also fast eine Linie Oberkopf, Fang. Das ist eine Besonderheit bei diesem Hund. Die zweite ist, alle Filas haben eine sehr ausgeprägte Wamme. Ist nicht wirklich eine Besonderheit bei großen Molossern, aber beim Fila steht es im Rassestandard drin. Wamme, unbedingt. Es gibt da eine Sache, die wirklich besonders ist, und das ist der Passgang. Sie wissen schon, der Passgang ist eine Art, beim Hund zu gehen, bei der er beide Läufe einer Seite gleichzeitig nach vorne und nach hinten bewegt. Ja, immer abwechselnd. Eine Seite, andere Seite. Das sieht dann so aus, als sieht aus wie ein schaukelndes Schiff, ja, wenn die Hunde gehen. Verzeihung. Allerdings nimmt er diesen Gang selbstverständlich nur bei gewissen Geschwindigkeiten ein, der Fila. Den nennt man auch Schongang. Hört sich eigenartig an, ist aber so. Diesen Passgang nehmen oftmals Hunde ein, die mit der Hüfte zu tun haben, Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat haben, schmerzschonender Gang. Doch nicht nur. Auch wenn die Hunde sich etwas ausruhen wollen nach langen Märschen. Wölfe tun das auch. Nach langen Wanderungen gehen die gern mal im Passgang. Ja? Auch Vito tut das. Wenn ich mit ihm weit unterwegs war, der etwas erschöpft ist, wirklich erschöpft ist er nie, bin ich 100-mal vorher erschöpft. Aber dann kann es schon geschehen, dass er am Weg nach Hause den Passgang einnimmt. Der Fila allerdings bei lockerem, ruhigen Gang weist diesen Passgang permanent vor. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten? Nun ja, okay, im Rassestandard steht auch drinnen oder wird verlangt, dass der Fila überbaut sein sollte. Das bedeutet, da bin ich wieder,
überbaut ist, wenn das die Gruppe des Hundes ist, also hinten, der Hinterteil, das ist die Schulter, dann ist der Fieler hinten auf der Gruppe zumeist höher als bei der Schulter. Das heißt, er ist überbaut. Das völlige Gegenteil von zum Beispiel deutschen Schäferhunden der Showlinie. Wenn das die Schulter ist, der deutschen Schäferhunde der Showlinie, ist die Gruppe bei diesen Hunden da unten. Also die haben eine extrem abfallende Gruppe. Verzeihung, ich verschwinde wieder kurz. Habe mir nur mein Skript wieder aufgehoben. Also, überbaut der Fieler. Und das wiederum, liebe Zuseher, ist häufig kein Nachteil für den Bewegungsapparat. Entlastet die Hüfte. Ja, ja, herrliches Laufbild. Selten habe ich Hunde so elegant laufen gesehen wie Fila Brasileiros. Man weiß schon, ja, Hunde mit langen Läufen, zu welchen der Fila zählt, laufen häufig eleganter, also fürs Auge schöner. Schön laufen tun sie alle, unsere Hunde, ja. Aber fürs Auge etwas eleganter, pferdeähnlich, ja, raumgreifend, als Hunde mit kurzen Beinen. Der Fila allerdings weist ein Laufbild vor, das derartig elegant ist, dass es mich jedes Mal entzückt. Trotz Masse, Wucht, Substanz. Ja. Ja. Noch was, hätte ich beinahe vergessen. Der Fila Brasileiro, ein Hund, der recht schwer wird. Wie gesagt, Rüden Minimum 50 Kilo, doch 60, 65 oder gar 70 Kilo schwere Filas sind überhaupt keine Seltenheit. Und dennoch erreichen diese Hunde sagenhafte Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Das weiß man, das ist was ganz Besonderes für Hunde mit derartiger Anatomie, mit derartiger Substanz. Das ist mit Sicherheit eine Besonderheit, die der Fila vorweisen kann. Die Gesamterscheinung. Schauen Sie, wie schon vorher gesagt, das ist ein typischer Molosser. Noch typischer geht's gar nicht. Kurzhaarig, wuchtig, recht viel lose Haut, groß, lose Lefzen. Sapperkandidat. Häufig gestromt, in Braunvariationen unterwegs, aber auch charakterlich. Ja. Sie werden mich jetzt vielleicht auslachen, wenn ich das behaupte, aber der Bloodhound, der englische Bloodhound, erinnert mich anatomisch etwas an den Fila, allerdings ist der Bloodhound bei weitem nicht so kantig gebaut, nicht so muskulös, nicht so groß, aber der Bloodhound wirkt auf mich wie ein weich gezeichneter Fila Brasileiro, während der Fila wieder der absolut grobe Typ ist. Aber sie ähneln sich anatomisch. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn sie von der Anatomie des Filas angetan sind, sich den Hund aber nicht zutrauen, aus Gründen, welche ich nachher dann beim Charakter erläutern werde, dass ihnen ein Bloodhound eventuell gut zu Gesicht stehen würde. Ja, also wie gesagt, Gesamterscheinung typischer Molosser. Groß, stark, wuchtig, aber nicht zu bullig. Ja. Wuchtig, aber dennoch schlank. Ja, wunderschön. Also mir gefällt er sehr gut. Das ist eine Geschmackssache. Jedem gefällt das nicht. Recht faltiges Gesicht, Riesenkopf, lose Lefzen, lange Ohren. Ist nicht jedermanns Sache, aber meine schon. Ja. Sehen wir uns mal kurz den Charakter an. So kurz wird es nicht. Schwierig. Ja, wo beginnen wir da am besten? Nun beginnen wir mit der Familie des Filas. Ja. Die kommt in den Genuss, einen Hund zu besitzen, der zu denjenigen gehört, welche die stärkste Bindung zu ihnen aufbaut, auf der ganzen Welt. Der Fila ist ähnlich wie der Boerboel als Verfolger bekannt. Was sind Verfolger? Das sind Hunde, die eine derartig starke Bindung zu ihren Besitzern aufbauen, dass sie stets in Sorge sind, von denen verlassen zu werden. Hier kann es vorkommen, dass ihr Fila ein derartiger Verfolger ist, dass sie nicht mal aufstehen können, aufs WC gehen können, ohne dass der Hund ihnen hinten nachgeht, weil er sich fürchtet, dass sie ihn jetzt verlassen. Das ist eine der Sachen, weshalb diese Hunderasse auch recht schwer daran zu gewöhnen ist, alleine zu bleiben. Nicht jeder Fila ist ein Verfolger, nicht jeder Fila kann nicht gut alleine bleiben. Das ist bei allen Hunden so, liebe Zuseher, das muss ich nicht immer extra betonen. Hunde sind Individuen, aber gewisse Charaktermerkmale sind bei Rassen, wie soll ich sagen, wir haben bei Rassen schon Gewicht. Ja, ist nun mal so, die werden weiter vererbt. Der Fila neigt zu solchen Dingen. Das ist so. Ja.
Diese starke Bindung zu seiner Familie, zu seinem Besitzer, der zumeist heftig ausgeprägte natürliche Schutztrieb, gepaart mit angeborenem Misstrauen Fremden gegenüber, ist oft so. Ja? Und die Kraft, die dieser Hund an den Tag legt, ja, die verkomplizieren die Haltung des Feelers etwas. Schauen Sie, nochmal, wie gesagt, jeder Hund ist ein Individuum, aber ich weiß nicht, wie viele Feelers in meinem Leben ich schon angetroffen habe auf Ausstellungen, aber es werden schon gewesen sein an die 200 in den unzähligen Jahren, was ich auf Ausstellungen unterwegs gewesen bin. Mit den meisten Besitzern dieser Hunde habe ich gesprochen. Ausstellung, da hätte ich noch ein ganz tolles Beispiel für Sie. Dazu etwas später. Schauen Sie, nicht jeder Feeler ist der Umwelt gegenüber mit Stacheln ausgestattet. Ich kannte eine Feelerhündin im Besitz eines Herrn, der hat ein Grundstück, auf welchem ein fast gelbes Mädchen war das. Ein ganz hellbraunes Feelermädchen war das, wo sie sich pudelwohl fühlte. Sie war eine gute Wächterin, war angeschlagen, ja, völlig normal, ein Grundstück im Haus. Allerdings, wenn er draußen unterwegs war, verfiel diese Hündin in eine Art, wie soll ich sagen, Schockschüchternheit, nicht Feigheit, schwer zu erklären. Es ist meiner Meinung nach auffällig oft so, dass Molosser, wie soll ich das jetzt am besten erklären, dass Sie mich verstehen, was ich meine, was ich Ihnen zu vermitteln versuche. Sie wissen, dass speziell die Kategorie der Molosser dafür bekannt ist, im Erwachsenenalter ziemlich selbstbewusste Hunde darzustellen, Hunde mit einer hohen Reitschwelle darzustellen, nervenfeste Hunde darzustellen, furchtlos, mit hohem Wach- und Schutztrieb. Doch häufiger als bei anderen Hunden kommt es bei Molossern vor, dass sich irgendwo bei ihnen dann ein Welpe einschleicht, der sämtliche dieser Eigenschaften vermissen lässt, während vielleicht seine Geschwister das nicht tun. Ne? Dieses Verhältnis zu den Hunden, die diese Eigenschaften haben, ist weit geringer. Ja, also es gibt weit weniger Molosser, die diese Eigenschaften nicht zeigen, als diejenigen, welche diese Eigenschaften zeigen. Doch speziell bei den Molossern ist es mir aufgefallen, ich kannte einige Molosser, die im Erwachsenenalter weit feiger, vorsichtiger, misstrauischer, schüchterner waren als Hunde anderer Kategorien. Es ist eigenartig, ja, aber das ist so. Auch wenn sie schon 6, 7 Jahre alt waren, also außerhalb der Pubertät, die ja bei Molossern oftmals 3,5 Jahre dauern kann. Also manchmal auch 4 Jahre, bis die geistig erwachsen sind im Kopf. Ich kannte, also diese Hündin war draußen, wenn er sie ausgelassen hat, klappte die Ohren zurück, die Rute fiel Richtung Boden und die war unterwegs wie ein ängstliches Reh. Die hatte vor jedem und vor allem Angst draußen. Ja. Dann traf ich auf der Donauinsel, da war ich mit dem Rad unterwegs, ich war damals noch aktiv, kampfsporttechnisch, stand in Vorbereitung für ein Turnier und war mit dem Rad tempomäßig auf der Donauinsel unterwegs, sah von der Ferne eine Frau mit einem Feelerrüden. Ein dunkelbraun gestromter Rüde mit einem mit einem prächtigen weißen Brustfleck. Groß, sicher über 75 cm Schulterhöhe und ist 60 Kilo schwer. Ehrlicher Rüde. Ich bremste das Rad runter, stellte es auf den Ständer, stieg ab und wollte zu der Frau hingehen. Die blieb stehen. Ja, ich weiß noch, dass dieser Feeler Brasileiro ein wahnsinnig dickes Molosser-Halsband hat der oben gehabt mit so Fell unten und oben raus. Ich habe das schon mal gesehen. Der Hund sah fantastisch aus. Die blieb stehen, die Dame, hielt ihren Feelerrüden ziemlich fest an der Leine mit beiden Händen und sagte, ich soll nicht näher kommen. Gleichzeitig ertönte tiefes, drohendes Knurren von diesem fantastischen Rüden. Ich blieb natürlich stehen, aber begann mit der Dame zu sprechen. Oh, Feeler und wie schön diese Hunde nicht sind, wie begeistert ich nicht von diesen Hunden bin und so weiter. Sie kennen diese Geschichten. Wissen Sie, was sie mir erzählt hat? Ja, sie hat ein Problem damit, einen Partner zu finden. Aber nicht, weil ihr niemand gefällt oder weil sie niemandem gefällt, sondern wegen dem Hund. Der Hund war über 3 Jahre alt und diese Frau hat ihn erworben, als sie noch keine Partnerschaft hatte. Der hat jetzt 3 Jahre bei ihr gelebt, nur bei ihr.
ohne Partner. Und jedes Mal, wenn sie Besuch hat, wenn sie jemanden zu sich nach Hause einlädt, hat sie heftigste Probleme mit dem Hund. Gefährliche Probleme mit dem Hund. Ja. Immer bedacht darauf sein muss, den Hund wegzusperren und die Tür abzusperren, sollte er die Türklinke betätigen beim Aufspringen oder sonst irgendwas. Vieles, die sich nicht wirklich darüber freuen, wenn fremder Besuch kommt, gibt es sehr viele da draußen. Das wurde mir auch von Besitzern auf den Ausstellungen bestätigt, von 90%, sagen wir. Der Besitzer auf den Ausstellungen, mit denen ich gesprochen habe, es mag nicht jeder Vieler hier derartig kantig sein, aber die meisten sind das. Vieler sind normalerweise mit natürlichem Misstrauen Fremden gegenüber ausgestattet. Die starke Bindung zu ihrer Familie, ja, also die große Liebe, die aufbauen, der natürliche Schutztrieb, den die haben, das passt alles nicht wirklich zusammen. Zum Thema Besucherempfang. Hier gibt es einfachere Hunde und genauso gibt es einfachere Hunde, wenn sie ein alleinstehender Mensch sind. Dann 3 Jahre mit dem Hund allein sind, dem sie dann erklären, wenn sie dann einen Partner haben, hör zu, der nimmt mich dir nicht weg und der tut mir auch nichts. Also auch hier gibt es einfachere Hunde als Feelers, die von klein auf bis jetzt mit ihnen 3 Jahre alleine gelebt haben. Denen das zu erklären, ne? Ist nicht so eine einfache Geschichte, möchte ich sagen. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber ja gut, für wem ist dieser Hund? Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher. Bevor ich Vito hatte, sagte ich meinem Vater mal, irgendwann nehme ich mir einen Feeler, weil er mir so gut gefällt. Mein Vater, der sich etwas mehr als nur etwas mit Hunden auskennt, sagte damals, bist du dir sicher? Ich sagte, nein. Kommt immer auf die Umstände an. Schauen Sie, ich sage es Ihnen, wie es ist. Es sind keine einfachen Hunde in verschiedener Hinsicht. Sie sind erstmals typische Molosser. Molosser sind nicht unbedingt die Hunde, die mit dem höchsten Will to Please ausgestattet sind. Hier muss man etwas Gefühl an den Tag legen. Vielleicht etwas mehr als bei anderen Hunden. Das sind sehr starke Hunde. Dieser etwas weniger vorhandene Will to Please mit der wahnsinnigen Power, die diese Hunde haben, das muss man schon lenken können. Der Feeler ist Fremden gegenüber oftmals unfreundlich. Will to Please, Kraft, Einstellung, das sind alles so Kombinationen, die es nicht unbedingt einfach machen mit diesem Hund. Wissen Sie, was ich meine? Ich würde mich mit einem Feeler, der dem Rassestandard entspricht, nicht wirklich pudelwohl fühlen, wenn ich mit ihm durch Menschenmengen durch muss, wo es wimmelt vor Leuten, links und rechts, Leute bei ihnen vorbeilaufen, Wirbel und so weiter. Da gibt es Hunde, wo ich sage, wenn die den Rassestandard optimal vertreten, weit einfacher sind. Und hätte ich ein Haus, so wie meine Eltern, Grundstück, so wie meine Eltern, wo ich mich gerade befinde, wo es recht ruhig ist, rundherum, ja, wo ich mit ihm rausgehen kann. Klar, trifft man da auch Leute, aber vereinzelt mal da, also wo nicht so viel los ist. Kurz erklärt, ja, könnte ich mir vorstellen, einen Feeler zu halten. Sie verstehen, auf was ich hinaus möchte. Ist nicht wirklich ein Hund für urbanes Gebiet, wo es Partytime, ja. Eher nicht. Meine Meinung, muss ja jeder wissen, selbst wissen, was er tut. Selbstverständlich kann ich da auch einen Fehler halten. Ja, ich glaube, dass es hier eher zu Schwierigkeiten kommen kann. Doch, das ist ein fantastischer Familienhund, der einen absoluten Loyal ergeben ist, der sie gegen jeden und gegen alles verteidigen wird. Ganz sicher ein Fehler, also was den Schutztrieb betrifft, da geht nichts drüber. Allerdings ist es auch so, dass wenn dieser mächtige Hund mal in Rage ist, der zu den Rassen zählt, die da nicht so schnell wieder rauszuholen sind. Das sollten Sie bedenken. Also sollte das Ganze immer auch, 1:1 mit Ihrer körperlichen Fähigkeit gehen. Also wenn Sie ein sehr schwach gebauter Mensch sind, ist der Feeler vielleicht nicht die optimale Wahl. Also hier sollte man schon einiges an Fitness auch mitbringen, um diesen Hund auch körperlich Herr werden zu können, als Besitzer, um ihn an irgendetwas zu hindern, wenn notwendig. Doch ein toller Hund. Gut erzogen, gekonnt, gehalten, ist es ein wahnsinnig toller Hund, auch für Großfamilien, kommt mit Kindern genauso gut zurecht. Normalerweise, wie es alle Molosser tun, hohe Reitschwelle, Sie wissen schon, wird nicht schnell nervös und so weiter. Schauen Sie, zu diesem Thema, ja, es ist eigentlich Standard. Alle Hunde, egal welche Rasse,
sie haben alle Zähne, das sind alles Raubtiere, ja, gehören gekonnt an Kinder herangeführt. Völlig egal, welcher Hund es ist, ja, das gilt auch für einen Fehler. Natürlich, je größer, je schwerer der Hund wird und je mehr Kanten der charakterlich zeigt, desto mehr Augenmerk sollte man auf diese Sache legen. Ist ganz klar. Der Fehler ist nicht unbedingt ein Hund für Leute, die es auf den Hundesport abgesehen haben. Sprich Abrichtesport und dort Schutzarbeit, Fährtenarbeit. Wobei der Hund eine wahnsinnig tolle Nase hat. Aber für die Unterordnung vielleicht etwas zu wenig Will to Please vorzeigt. Geht sicher einiges. Ist nicht der optimale Kandidat. Schutzarbeit, kommt darauf an, welchen Fehler Sie zu Hause haben. Ja, haben Sie einen Fehler zu Hause, der schon ziemlich, kantig ausgestattet ist. Auf diesem Gebiet ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Geht, aber da müssen Sie mit wahnsinnig guten Leuten arbeiten. Mit Hunden, die hier total gelassen unterwegs sind, lasse ich es mir einreden. Ich behandle dieses Thema gerade deswegen so vorsichtig, weil ich weiß, da draußen gibt es so viele Leute, die schreien Feuer, wenn sie hören Schutzarbeit und Molosser. Ich gehöre nicht dazu, ja. Ich sage, es geht, aber man sollte etwas Ahnung mitbringen. Ein Hund für sportliche Leute, ein erwachsener Fehler, wo alles schon passt. Sie wissen schon, Wachstumsfugen und alles schon da ist, wo es hingehört, mit dem können Sie unterwegs sein. Das ist ein Läufer, ein schneller Hund, ein beweglicher Hund, trotz seiner Maße, der ist überall mit Ihnen dabei. Nur von klein an aufpassen, Sie kennen die Faustregel, pro Monat 5 Minuten, mit dem Hund keine Gewaltmärsche hinlegen, aufpassen. Das gilt für alle Hunde, die mal groß und schwer werden, auch der Fehler macht da keine Ausnahme. Ich sage immer, am besten irgendwo hin, den Hund tun und machen lassen, was er will. Von mir ist 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Wenn der müde ist, setzt er sich hin, legt er sich hin oder sonst irgendwas, aber keine Gewaltmärsche. Erst wenn er älter ist. Ich sag mal langsam mit wirklich längeren Märschen. Bei Hunden in der Art eines Fila Brasileiros kann man mit 1,5 Jahren beginnen. Ja. Man schon langsam sich vortasten zu den etwas längeren Märschen. Diese Hunde brauchen lange, bis sie fertig sind, körperlich, ja, aber noch länger, bis sie fertig sind, geistig. Und da macht auch der Fila keine Ausnahme. Alles in allem ein Top-Hund. Für mich der ultimative Molosser. Denn noch typischer geht's nicht. Ja, liebe Zuseher, das war der Fila Brasileiro. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.